Aus dem Van, der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ihr tollen Powerfrauen da draußen. Jetzt kommt mal eine erste Folge, wo ich alleine spreche, wo ich mal kein Interview mache. Und zwar, ich bekomme tatsächlich sehr oft die Frage gestellt, ob ich für mich selber Angst davor hatte, diesen Schritt zu gehen, mein bisheriges Leben zu verlassen. Bei mir war es ja soweit vor fast 2 Jahren. Also 1. April 2018 habe ich meinen Wohnungsschlüssel abgegeben und bin komplett in meinen Bus gezogen. Und diese Zeit davor war total irre. Und ich kann die Frage mit, ob ich davor Angst hatte, natürlich total bejahen, weil das war ein Schritt in ein neues Leben, was ich noch nicht ganz kannte. Ich wusste nicht so richtig, was da auf mich zukommt, obwohl ich vorher schon auch teilweise sehr lange in meinem Bus unterwegs war oder bis zu einem halben Jahr da drinnen schon gelebt habe, wusste ich ja da nicht so richtig, was auf mich zukommt. Du lässt diese Sicherheit, deine Wohnung, wo du immer wieder zurück kannst, lässt du gehen und begibst dich in was völlig Neues. Aber Angst ist da tatsächlich ein völlig normaler Begleiter. Das kann ich jedem mit auf den Weg geben. Das ist völlig normal, dass man vor diesem Schritt richtig doll Muffensausen hat. Und das hatte ich definitiv auch. Mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen, muss ich wirklich sagen, weil ich einfach mit etwas abgeschlossen habe und einfach nicht wusste, was da jetzt so richtig passiert, wie lange mir das gefallen wird, wie glücklich ich darin werde. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt alles noch nicht. Ich hatte diese große Idee, einfach ab in die Welt, gucken, was passiert, aber war mir natürlich nicht immer 100% sicher. Und diese Ängste, die da in dem Moment hochkommen, sind völlig normal. Also macht euch da mal nicht so einen Stress, weil ich bekomme wirklich viele Zuschriften über verschiedene Kanäle von mir, wo mir diese Frage gestellt wird. Angst ist ein Gefühl, was man selber leiten kann, wie viel Kraft man dem Ganzen gibt, ne? Ich finde, Angst ist oft sehr negativ behaftet, dieser Ausdruck, aber ist es eigentlich gar nicht. Angst ruft vor allen Dingen auch in dir hervor, dass du vorsichtig wirst, was prinzipiell eine super gute Eigenschaft ist. Angst ist ein Gefühl, was man auf jeden Fall bejahen sollte. Das ist zumindest meine Meinung, auch wenn einen das ganz schön durcheinander bringen kann, auf jeden Fall. Also es macht ja schon auch sehr merkwürdige Dinge mit einem, ne? Also was das so in einem auslöst, aber das ist tatsächlich vollkommen okay. Und dieser Schritt hin zu diesem Loslassen von dem alten Leben ist ein Riesenschritt, weil ihr einfach nicht wisst, was auf euch zukommt. Und das ist auch dann völlig okay, dass sich das immer mal in unterschiedlichen Situationen anders zeigt. Geht mit euch einfach in das volle Vertrauen und sagt, das ist jetzt einfach etwas, was ich mal ausprobieren möchte. Und einfach das auch so lange ausprobieren kann, wie ich das möchte. Weil was man immer machen kann, was einen immer auf jeden Fall so einen Notanker bieten sollte, ihr könnt immer wieder zurück. Ihr könnt jederzeit euch entscheiden zu sagen, okay, ich bin jetzt hier einen Monat, ein Jahr oder 5 Jahre unterwegs gewesen. Jetzt ist der Punkt, wo es mir reicht und ich möchte wieder etwas anderes. Und das hat mir immer ganz viel Angst genommen. Zurück in das Altgewohnte kann man jederzeit. Da weiß man auch einfach, was auf einen zukommt. Für mich gibt's diese Alternative nicht wirklich mehr. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wieder zurückzugehen, ganz normal in eine Stadt und in einer Wohnung zu leben. Dazu gehe ich da drin einfach viel zu sehr auf, was ich gerade tue und wie ich das lebe. Also macht euch da bitte nicht solche Gedanken. Das ist völlig normal und es wird euch auch eine ganze Weile begleiten. Das sollte euch bewusst sein, weil im ersten Moment, wo man diese Entscheidung trifft, ist man erstmal wahnsinnig happy und denkt so, yay, oh Gott, ja, das ist genau das, was ich möchte. Und dann gehen so langsam auch die Prozesse in dir selber los, wo du dann realisierst, was das eigentlich alles bedeutet. Es bedeutet, einen Großteil deiner Wohnung wegzugeben oder sogar alles aufzulösen. Da gehen einfach ganz, ganz viele Gegenstände, die dich teilweise schon sehr, sehr lange begleitet haben im Leben. Dieser Prozess des Loslassens ist
anstrengend auf jeden Fall. Ich kann es nicht anders betiteln. Ich würde euch jetzt gerne sagen, hey, das ist total befreiend und so. Dieses Gefühl kommt irgendwann, ne, dass ihr euch von diesen ganzen Dingen befreit habt. Aber in dem Moment, wo ihr das tut, eine Wohnung aufzulösen zum Beispiel und wirklich zu sagen, okay, ich reduziere mich so weit, dass mein gesamtes Hab und Gut nur noch in den Bus passt, das ist wahnsinnig anstrengend, weil man hat ja ein Leben lang sich ganz viele tolle Dinge zusammengesammelt, an denen man vor allen Dingen auch meist emotional hängt. Und diesen emotionalen Loslösprozess, der ist ein Prozess, der einfach wirklich auch anstrengend ist. Das sollte euch bewusst sein, was aber kein Grund ist, das nicht zu tun. Ne? Das gehört einfach mit dazu, dass da zwischenzeitlich auch mal so kleine Erschöpfungszustände kommen. Und auch da vertraut immer wieder da rein. Also dieses Gefühl zu sagen, ich möchte los, ich möchte in meinem Bus leben, ist ja ein sehr, sehr starkes und prägnantes Gefühl. Und das sollte man sich dann in so einem Moment einfach immer wieder zurückrufen und sagen, hey, das ist eigentlich der Grund, warum ich das machen möchte, weil ich einfach frei sein möchte. Ich möchte völlig frei bestimmen, was ich tue und wer ich bin. Und das kann man, finde ich, wahnsinnig gut, indem man im Bus lebt und einfach dadurch ein sehr freies Leben lebt. Was jetzt nicht bedeutet, dass ihr jeden Tag den Platz wechseln müsst oder dass jetzt unbedingt alle nach Spanien oder Portugal fahren müssen oder, sondern allein auch diese Entscheidung zu sagen, ich löse mich da zumindest ein Stück weit aus dem System raus. Ich wohne nicht mehr in einem Steinhaus, nenne ich es jetzt mal. Ich bin nicht mehr wohnhaft, sondern ich darf einfach für mich entscheiden und mein Umfeld so weit erkunden, wie das für mich möglich ist. Also wie das auch für mich, wie sich das für mich gut anfühlt. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr euch daran einfach immer wieder erinnert. In diesem Prozess des Loslassens, was es ja ist, vertraut immer wieder auf euren Bauch. Und wie gesagt, mir hat dann immer geholfen zu sagen, okay, wenn halt irgendwie alles nach hinten losgeht und ich nicht glücklich bin in der Situation, ich darf immer wieder zurück und darf wieder in so ein Leben rein, was ich kenne. Aber entscheidet das für euch, ob das irgendwann wieder so ist. Ich weiß, dass es unglaublich viele Menschen reizt, das einfach mal auszuprobieren. Und ich finde das auch wichtig. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man sich im Leben ausprobiert. Die Welt ist so groß und wunderbar und da gibt es so wahnsinnig viel zu erleben. Und du darfst, wenn du diesen Weg wählst, in deinem Bus zu leben, total selber bestimmen, in welchem Tempo du das erlebst. Ich erlebe es ganz oft, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel nur einen gewissen Zeitraum haben, wir reden da vielleicht über 2-3 Monate, nehmen die sich eine Auszeit und sagen, okay, jetzt wollen wir Europa bereisen. Das sind Menschen, die immer ganz, ganz viel auf dem Zettel stehen haben, so richtig viel, und sagen, wir müssen dahin und das ist unsere Reiseroute und ja, man kann ja ein bisschen abweichen, aber wir wollen das jetzt noch alles erleben. Die gehen natürlich ganz anders an diese Thematik ran, als jemand, der wirklich sagt, ich ziehe jetzt in meinen Bus. Genießt jeden Moment, den ihr selber entscheiden dürft. Mich hat das am Anfang natürlich auch krass überfordert. Obwohl ich das vorher schon länger gemacht habe, war es trotzdem so, dass dieses jeden Tag neu entscheiden dürfen, und das darfst du eigentlich auch in deiner Wohnung, aber mit dem Bus fiel es mir einfach noch leichter zu sagen, ich bin da völlig selbstbestimmt. Jeden Tag, den du neu entscheiden darfst, der überfordert dich irgendwann. Da auch irgendwann Ruhe reinzubekommen, zu sagen, es ist gerade alles gut so, wie es ist. Egal, ob du gerade in, keine Ahnung, Buxtehude auf dem Parkplatz stehst vor Lidl oder sogar in Spanien an der Atlantikküste. Das ist nachher völlig egal. Für mich gibt es schon immer in meinem Leben ein Leitsatz, würde ich jetzt sagen, beziehungsweise ist das tatsächlich mein Ziel, wie ich gerne leben möchte, und das ist glücklich zu sein, unabhängig aller Umstände. Und das beschreibt eigentlich das ganz gut, wenn man sagt, ob man nur auf einem Lidl-Parkplatz in Buxtehude steht oder an der Atlantikküste in Spanien, dass man da einfach das lebt, was man gerade tut und dass man das liebt. Also macht euch nicht solche wahnsinnigen Gedanken, lasst euch nicht so überrollen von der Angst, lasst euch nicht so dolle davon mitnehmen, dass sie euch lähmt. Und selbst wenn das kurz passiert, nehmt dieses Gefühl kurz an. Das ist
Von seinem eigenen Leben kurz überfordert zu sein, ist völlig normal, vor allem wenn man so einen Riesenschritt geht. Nehmt es einfach an. Also das ist vollkommen okay. Und Gefühle bleiben nie lange da. Ne? Also man sagt, glaube ich, ein wirklicher Gefühlsmoment bleibt 12 Sekunden. Alles andere, da verarscht einen sozusagen der Kopf. Nehmt dieses Gefühl kurz an und seid einfach im Vertrauen, dass das auf jeden Fall auch wieder geht. Ne? Das ist kein Zustand, der bleibt, sondern das ist einfach nur das, wo dein Verstand versucht, dir vorzugaukeln, dass das irgendwie gerade nicht passt, was du aber eigentlich aus dem Bauchgefühl weißt, dass das eigentlich total richtig ist. Genau. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Und beantworte die dann auch gerne in Zukunft vielleicht in einer weiteren Podcast-Folge. Wir werden sehen. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuch die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.